Der Autofokus deiner Augen, Hornhaut und Linse. Augenakademie 1-2. Hallo und willkommen zurück in der Augenakademie. Ich bin Edi Baldinger, dein Augengesundheitsexperte. In der letzten Folge, Lektion 1.1, haben wir gefragt, was euch am Sehen am meisten fasziniert. Thomas M. hat geschrieben, mich fasziniert, wie das Auge es schafft, sofort von meinem Handy auf die Berge in der Ferne scharf zu stellen. Mein Handy braucht dafür viel länger. Eine super Frage, Thomas. Und genau das ist das Thema heute in Lektion 1.2. Heute schauen wir uns die zwei Superstars für scharfes Sehen an. Die Hornhaut und Augenlinse. Ja, ich zeige das gleich mal an unserem Augenmodell. Also die Hornhaut ist eigentlich der vorderste Teil des Auges, wo das Licht in das Auge tritt. Ich erkläre das nachher noch genauer. Und dahinter kommt ja dann die Iris, also das Farbige des Auges, wo die Pupille, also Pupillengröße, dann eigentlich reguliert. Und hinter der Iris ist dann die Augenlinse. Genau. Und das tun wir jetzt noch genauer beschreiben. Die Hornhaut und die Augenlinse sind das Objektiv deiner Superkamera. Ohne sie wäre die Welt nur ein verschwommener Fleck. Zuerst kommt das Licht an deiner Hornhaut an. Die Hornhaut ist wie das Schutzglas vor einem Uhrenzifferblatt. Sie ist durchsichtig und stark gekrümmt. Sie macht schon den Großteil der Arbeit und bricht das Licht ganz stark. Manche Leute lassen ja ihre Hornhaut mit einem Laser bearbeiten, um Sehfehler zu korrigieren. Was ich von den Risiken des Augenlasers halte, erkläre ich dir übrigens ganz ausführlich in diesem Video hier. Aber die Hornhaut ist starr. Sie kann ihre Form nicht verändern. Wie schaffen wir es dann, in verschiedenen Entfernungen scharf zu sehen? Bevor wir dazu kommen, möchte ich aber noch eine andere Besonderheit klären. Warum sind sie durchsichtig, sodass das Licht wie durch eine Fensterscheibe hindurch kann? Auch das ist ein kleines Wunder der Natur. Normalerweise sind Körperteile, die aus Zellen bestehen, nicht durchsichtig. Denk an deine Haut, man kann nicht durchschauen. Das liegt daran, dass zwischen den Zellen normalerweise Blutgefäße sind, die sie versorgen. Und diese Blutgefäße wären ja wie Fäden im Bild. Die Hornhaut und die Linse haben einen genialen Trick. Sie haben keine eigenen Blutgefäße. Sie werden von außen durch die Tränenflüssigkeit und von innen durch das Kammerwasser ernährt. Das Kammerwasser ist die Flüssigkeit im Auge innen. Die Zellen in der Hornhaut und Augenlinse sind außerdem ganz perfekt, regelmäßig, kristallin angeordnet, wie in einem Kristall, so dass das Licht ungestört hindurchtreten kann, wie durch ein Fensterglas. Ein genialer Kompromiss der Natur für klares Sehen. Aber zurück zur Scharfstellung. Wie geht das, wenn die Hornhaut starr ist? Hier kommt der eigentliche Magier ins Spiel, die Augenlinse. Deine Augenlinse ist klein, flexibel und ein echtes Wunderwerk. Sie kann ihre Form ändern. Wenn du etwas Nahes anschaust, wird sie dicker und runder. Wenn du in die Ferne schaust, wird sie flacher. Diese Fähigkeit nennt man Akkommodation. Stell dir vor, du hast einen Wasserballon. Wenn du ihn in Ruhe lässt, ist er eher flach. Das ist deine Augenlinse beim in die Ferne schauen. Wenn du den Wasserballon jetzt aber von der Seite zusammendrückst, wird er in der Mitte dicker und runder. Genau das macht ein kleiner Muskel in deinem Auge. Der Ziliarmuskel. Der Ziliarmuskel ist ein spezieller Muskel. Er ist sozusagen innen dran von der Pupille. Also wenn wir jetzt einen Querschnitt des Auges anschauen, da haben wir die Hornhaut, hier ist die Pupille und hier die Augenlinse. Und die Augenlinse, die ist verbunden mit dem Ziliarmuskel. Das ist ein Muskel, der geht im Auge rundherum um die Linse und tut, indem er sich reguliert, die Durchwölbung der Augenlinse verändern, so dass es automatisch der Autofokus scharf eingestellt ist auf das Objekt, das wir anschauen. Der Ziliarmuskel tut innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde die Scharfstellung, also den Autofokus, einstellen, 1000 Mal am Tag auf all die verschiedenen Objekte und Distanzen, die wir anblicken. Und eigentlich ist gut, wenn er ein bisschen Abwechslung hat, also immer mal in die Ferne, in die Nähe schaut
Und in der heutigen Zeit schaut man ja sehr viel auf Bildschirme, Handy. Also es ist auch sehr anstrengend für den Muskel, wenn er eine dauernde Anspannung aufrechterhalten muss, damit er immer auf die gleiche Nahdistanz scharf stellen muss. Und ja, dazu habe ich ja auch Videos über die Relax-Brille, wo man das entgegenwirken kann, den Muskel entlasten kann, als in meinen Augen die beste Lösung, wenn man viel auf dem Computerbildschirm schaut. Ein Video habe ich dazu hier oben verlinkt. Also wenn du liest oder in die Nähe schaust, dann spannt sich der Ziliarmuskel an und die Linse kugelt sich stärker. Eine unglaubliche Leistung. Aber was passiert, wenn dieses geniale System nicht mehr perfekt funktioniert? Genau dann entstehen die häufigsten Sehfehler der Welt. Mehr dazu später im Video. Diese Fähigkeit, die Linsenform zu ändern, lässt mit dem Alter nach. Und manchmal wird diese Linse, die ja klar sein muss, mit den Jahren trüb. Das nennt man dann den grauen Star. Was das genau ist und was man dagegen tun kann, erfährst du in meiner grauen Star-Experte-Playlist. Ich habe sie dir hier oben verlinkt. Darum brauchen viele Menschen ab 40, 50 eine Lesebrille. Dieses Thema behandeln wir aber noch ganz genau in einer späteren Folge. Wenn du gerade selbst getestet hast, wie schnell dein Auge von nah auf fern umschaltet, gib dem Video einen Daumen hoch. In der nächsten Folge unserer Augenakademie schauen wir uns an, wohin das Licht nach der Linse fällt. Auf den empfindlichsten Film der Welt, die Netzhaut. Meine Mission ist, dir dieses komplexe Wissen ganz einfach zu vermitteln, damit du deine kostbaren Augen besser verstehst und schützt. Wenn du diese einfachen Erklärungen schätzt und meine Arbeit unterstützen möchtest, kannst du mir über den Link in der Beschreibung einen virtuellen Kaffee spendieren. Jede Unterstützung hilft mir, die Augenakademie weiter auszubauen. Vielen Dank dafür. Abonniere den Kanal, damit du die nächste Lektion über die Netzhaut nicht verpasst. Hast du schon eine Brille oder Kontaktlinsen, weil dein Auge nicht perfekt scharf stellt? Schreib deine Erfahrungen in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Pass gut auf deine kostbaren Augen auf. Bleib augengesund. To see or not to see? Baldinger Optik. Qualität für Augen.